Ich weiß, wenn du gerade depressiv bist, dann hast du Angst, dann kannst du keine Hoffnung spüren, dann fühlst du dich allein und du weißt nicht mehr, wie du den nächsten Tag überleben sollst, weil es nicht besser, sondern nur schlechter wird. Christian Durstewitz hat Depression und er spricht offen darüber. Bei Instagram und TikTok klärt er auf. Jeder Vierte von uns wird irgendwann einmal in seinem Leben mit Depressionen zu kämpfen haben und dann keine Ahnung haben, was das überhaupt ist, weil keiner drüber spricht. Gedrückte Stimmung, dauerhaft erschöpft, keinerlei Freude. Symptome einer Depression. Über 5 Millionen der erwachsenen Deutschen erkranken im Laufe ihres Lebens. Wie der 33-Jährige aus Altenlotheim. Je mehr Leute, die betroffen sind, darüber reden würden, desto einfacher ist es auch für andere Menschen, die es sozusagen frisch erleben, sich nicht allein zu fühlen. Weil man dann nicht das Gefühl hat, okay, das ist etwas, davon habe ich noch nie gehört, da muss ich jetzt alleine durch, ich muss mich jetzt zusammenreißen, sondern dann weiß man eher, ach, alles gut, ich habe eine Krankheit und ich brauche Hilfe. Es beginnt vor 10 Jahren. Der Nordhesse landet immer wieder in der Notaufnahme, hat Herzrasen, körperliche Schmerzen. Es braucht lange, bis er versteht, seine Psyche ist der Auslöser. Ich konnte gar nichts mehr fühlen, außer einer puren, entsetzlichen Angst. Aufgeklärt wurde ich dann von meiner Hausärztin. Wie viele Tage lang warte ich hier noch auf mein Glück? Wie viele Nächte wünsche ich mir die schöne Zeit zurück? Christian Durstewitz ist Musiker, steht auf Bühnen, singt im TV, tritt vor Menschen auf und vermittelt Botschaften in seinen Songs. Die Zeit ist reif, den Ballast auf deiner Brust zu sprengen. Wenn du emotional so viel durchgemacht hast, ist es dann noch einfacher, mit Musik Emotionen zu transportieren. Also ich sage auch immer, Lampenfieber und sowas gehört immer dazu und du musst sensibel sein als Künstler, weil du einfach dadurch die Möglichkeit hast, mit anderen Leuten deine Emotionen zu teilen. Während Depressionen bei Frauen eher Schlaf, Energielevel und Essverhalten beeinflussen, führen sie bei Männern häufig zu Reizbarkeit und Aggression. Das Problem ist einfach, dass wir in unserer Gesellschaft Depression noch als etwas ansehen, wofür wir etwas können. Weil wir etwas falsch gemacht haben, weil wir nicht gut genug sind oder weil wir schwach sind. Und gerade so das männliche Geschlecht möchte sich natürlich damit nicht schmücken. Das Lustige ist natürlich, es ist das genaue Gegenteil. Also man hat nichts falsch gemacht. Bei Frauen wird die Diagnose Depression zwar häufiger gestellt, die Suizidrate ist bei Männern jedoch 3-mal höher. Als ich dabei war, meine Abschiedsbriefe zu schreiben, habe ich immer wieder eine Frage gehört. Warum? Eigentlich möchte ich leben. Ich halte nur den Druck psychisch und körperlich nicht mehr stand, weil ich krank bin. 2020 wurden rund 75% der Suizide von Männern begangen. Das Rollenbild, was immer noch auch in den Köpfen gut verankert ist, das entscheidet ja auch mit darüber, wie wir psychische Symptome äußern und wie wir damit umgehen. Traditionell wird von Männern eben erwartet, dass sie stark sind, dass sie sich im Griff haben, dass sie leistungsorientiert und unabhängig sind. Und Hilfe zu suchen oder auch überhaupt die Wahrnehmung eigener Hilfebedürftigkeit ist schon auch ein Bruch mit diesem Stereotyp. Ein weiterer Grund: Scham und Stigmatisierung sind bei Männern besonders groß. Die Folge: Probleme werden verschwiegen, äußern sich vermehrt in Alkohol- oder Drogenmissbrauch. 138.000 Menschen folgen Christian über Instagram und TikTok. Seine Follower aus allen Altersstufen. SeniorInnen tauschen sich unter seinen Videos mit Jugendlichen aus. Genau das will der 33-Jährige erreichen. Wenn ich wirklich jetzt auf der Straße erkannt werde, weiß ich natürlich zum einen, das sind Menschen, denen geht es nicht so gut. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, okay, das, was ich hier tue, ist nicht nur mal so ein Hobby auf TikTok, sondern das hat echt einen Stellenwert und das ist wichtig, was ich mache. Und das hat vielleicht ist das sogar der Sinn meines Lebens oder der Sinn, weshalb ich diese Krankheit erleben musste, dass ich jetzt anderen Menschen helfen kann. Christian Durstewitz schafft es so, Betroffene miteinander zu vernetzen und dem Schweigen über Depressionen ein Ende zu setzen. Daher sei nicht so hart zu dir selbst.